Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Malte, ich begrüße euch recht herzlich zur Outdoor Kitchen. Heute zeige ich euch ein richtiges Balkan-Rezept, einen leckeren Balkan-Eintopf. Wir machen heute Paprikaš s krompirima, was so viel heißt wie Gemüseeintopf mit Kartoffeln. Das ist ein typisches Balkangericht und vegan, ich glaube zumindest vegetarisch, sehr gesunde und kostengünstige Zutaten. Und wie du Paprikaš, den besten Paprikaš der Welt zubereitest, das zeige ich dir in diesem Video, mein Freund. Also bleib dran. So, damit das Paprika schön sämig wird, nehme ich einen mittleren Topf, gieße so viel Olivenöl hinein, dass der Topfboden gut damit bedeckt ist. Und dann brauchen wir noch eine weitere Zutat, und zwar eine große Zwiebel oder 3 kleinere. Die wird fein gehackt und ungefähr 10 Minuten lang bei mittlerer Hitze angebraten, bis die Zwiebel schön goldbraun ist. So, nach ungefähr 10 Minuten sind die Zwiebeln weich. Dann geben wir weitere Zutaten hinzu. Ich habe hier 2 große Karotten und eine Petersilienwurzel. Das Gemüse wird geschält, in 3 cm dicke Stücke geschnitten und etwa 5 Minuten lang mit den Zwiebeln angebraten. Und während das Gemüse brutzelt, gebe ich hinzu 3 Spitzpaprika rot, die werden entkernt und in kleine Stückchen geschnitten, sowie 3 Knoblauchzehen gebe ich hinzu und brate es 5 weitere Minuten mit dem Gemüse an. Nachdem das Gemüse komplett angebraten wurde, geben wir noch Gewürze hinzu. Ich habe hier einen Teelöffel Salz, 1 Esslöffel rotes Alever Paprikapulver, 1 Teelöffel frisch gemörserten Pfeffer sowie 1 Teelöffel Vegeta. Ja, Vegeta ist ein kroatisches Universalgewürz, enthält Glutamat. Tipp von mir, ihr könnt auch Vegeta Naturell verwenden. Schmeckt nicht so gut, ich mag lieber das echte, gibt es in jedem Supermarkt. Und ja, es ist typisch für das Gericht und deswegen kommt das mit rein. So, wir braten Paprika und Knoblauch an und geben noch einen guten Esslöffel Tomatenmark sowie die Gewürze hinzu. Dann haben wir auch ein paar Röstaromen, das macht sich sehr in dem Gericht bemerkbar hinterher, wenn die Gewürze etwas angebraten werden. Und das angebratene Gemüse löschen wir zum Schluss mit einer Dose geschälter Tomaten ab. Jetzt gebe ich noch 1 Liter Wasser hinzu, lasse das Paprikasch aufkochen und dann 20 Minuten lang langsam köcheln.
So, nach der angegebenen Kochzeit habt ihr das Gemüse schön weich gekocht. Was macht ihr dann? Dann machen wir den Herd aus, nehmen den Topf vom Herd und pürieren das Ganze einmal gut durch. Für Paprikasch eignet sich so ein elektrischer Pürierstab sehr gut. Das Ganze wird einmal gut durchpüriert und dann fügen wir die weiteren Zutaten hinzu. Ich habe hier 6 Kartoffeln, die werden geschält, gewaschen, einmal in der Mitte geteilt und dem Paprikasch hinzugefügt. Und nun stellt ihr Paprikasch mit Kartoffel auf den Herd, kocht das Ganze auf und lasst das Ganze eine halbe Stunde lang köcheln, bis die Kartoffeln gar sind. Und dann ist der Paprikasch servierbereit. Ja, meine lieben Kochfreunde, das Paprikasch muss jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde lang langsam köcheln, bis die Kartoffeln schön weich sind, und dann wird das Ganze mit Petersilie bestreut und serviert. Ich mag das so sämig, und wenn ihr das mehr wie so eine Suppe mögt, dann nehmt ihr einfach etwas mehr Wasser für das Gericht. Nach ungefähr einer halben Stunde nehmt ihr den Topf vom Herd. Lasst das Ganze etwas abkühlen und dann gebt ihr eine Handvoll Petersilie mit hinzu, rührt das Ganze um und serviert es als köstliches vegetarisches Hauptgericht wie auf dem Balkan oder als klassische Beilage. Ja, ich wollte euch heute mal die vegetarische Variante zeigen. Paprikasch eignet sich übrigens auch sehr gut zur Resteverwertung. Da macht ihr einfach noch etwas Grillfleisch vom Vorabend mit hinein. Ansonsten, wie gesagt, lasst es einfach so, wie es ist. Ja, noch ein ganz wichtiger Tipp: zieht euch am besten was Altes an, alte Klamotten, wenn ihr Paprikasch macht, weil beim Pürieren gibt es manchmal eine Riesensauerei, wenn man nicht aufpasst, und meine Frau, die wird schon wieder meckern. Ja, liebe Leute, das war's für heute. Das war das Rezept für Paprikasch, so wie ich es mag. Paprikasch mit Kartoffeln, ein typischer Balkaneintopf, mit dem ich groß geworden bin. Kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Probiere es auch aus. Mach es nach. Es sind einfache Zutaten, nahrhaft und gesund, bis auf das Vegeta. Und ja, ansonsten, wenn du Balkanrezepte magst, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Matti.